Proletenpassion. Wir erwecken heute die Proletenpassion wieder zum Leben. Und genauso wie die Schmetterlinge 1976 erzählen auch wir die Geschichte der Revolution, die Geschichte der Klassenkämpfe, die Geschichte von unten. Denn wer will, dass sie nicht gelehrt wird? Ja, aber ich meine, was ist denn das heutzutage überhaupt noch ein Prolet? Proletarier, maskulin. Im antiken Rom Angehöriger der Klasse, die nicht besteuert wurde, da ihr Vermögen den Mindestsatz nicht erreichte. Ein Prolet ist jemand, der nichts besitzt, außer seinen Körper und seine Kinder. Von lateinisch proles, der Nachkomme. Nach Marx und Engels ein Lohnarbeiter, Angehöriger der Arbeiterklasse. Ja, aber Arbeiterklasse gibt's nicht mehr, ja? Es gibt nur noch 100.000 U-Bahn-Zeitungen lesende Lohnsklaven im Hamsterradl. Das gibt's, ja, ich zum Beispiel. Ja, das ist was anderes. Das ist individuelles Versagen. Was? Ja, oder Burnout. Der Arbeitgeber ist jedenfalls nicht schuld. Der kann ja auch nichts dafür, dass er so schlecht zahlen muss. Das ist dann niemandem seine Schuld. Oh ja, das ist dem System seine Schuld. Ach ja, und wer war das jetzt noch mal ganz genau? Das System. Das System ist das Problem. Die meisten müssen so viel hakeln, dass sie zum Politischsein sowieso keine Zeit haben. Ja, aber du kannst nicht politisch sein. Ja, natürlich kannst du nicht politisch sein. Aber dann bist du halt ein Idiot. Idiot. Jemand, der nicht am öffentlichen Diskurs teilnimmt. Von griechisch Idiotes. Personen, die sich heraushielten und in der Polis keine Ämter wahrnahmen. Wir hatten Gräber und ihr hattet Schiebe. Wir haben von euch unsere Finger gerührt. Wir fraßen zu lange gezuckerte Lüge beim falschen Bild. Wir haben euch eure Kriege geführt. Jetzt führen wir unsere Kriege. Die erzenen Reiter auf den Heldenplätzen, die waren niemals unsere Retter. Die reichen Schlösser voll geräuberter Schätze zeugten von den Opfern unserer Väter. Das hat sich bis heute nicht geändert. Das blieb sich bis heute gleich. Der Reichtum, den wir schaffen, der macht die Reichen reich. Der macht die Reichen reich. Wir wollen die Wahrheit, die ganze Wahrheit haben. Durch eure Lügen, den sie uns verschütt. Wir wollen unsere Geschichte ausgraben und die Toten mit. Denn auch ihr Scheitern lehrt uns jeden Schritt. Jetzt, da wir die neuen Köpfe haben. Das hat sich bis heute nicht geändert. Das blieb sich bis heute gleich. Der Reichtum, den wir schaffen, der macht die Reichen reich. Der macht die Reichen reich. 1970 war die US-Invasion in Kambodscha. Bei Protesten haben es 4 Studenten erschossen in Ohio. In Berlin waren auch Anti-Vietnamkriegsdemonstrationen. Politisch waren ja die 70er untrennbar mit Europas führenden Sozialdemokraten verbunden. Willy Brandt, ne? Olaf Palme, Bruno Kreisky und so. Die Gründung der RAF war auch 1970, ja. Und die UNO-City am Wort. Bildungsreform, Heeresreform, Willy Brandt kniet in Warschau vor dem Denkmal. Straffreiheit für Homosexuelle, ja, und Schülerfreiheit. Jimi Hendrix ist gestorben, die Janis Joplin auch. 15.000 Schilling
Heiratsbeihilfe. Die burgenländische Landesregierung wollte eine Autobahn über den Neusiedlersee bauen. Und der erste Tatort war im Fernsehen. 1971 sind 13 Baader-Meinhof-Mitglieder verhaftet worden. Der Willy Brandt hat den Friedensnobelpreis gekriegt. Na, und dann wollten sie das AKW Zwentendorf bauen. Über 300 Frauen haben im Stern öffentlich zugegeben, dass sie Abtreibung haben. Die Fristenlösung. 1972 war die Geiselnahme der israelischen Olympiathleten. Der Kreisky beginnt die Initiative zur Beilegung des Nahostkonflikts. Kreisky pflegt Beziehungen zu Sadat und zu Gaddafi und zu Bello. Das erste Tradi-Wahlkonzert im Audimax. Da ist ein Schwein tranchiert worden. Der Kreisky, der Brandt und der Olaf Palme setzen sich für eine aktive Friedens- und Entwicklungspolitik ein. Ja, der Mühl hat die Kommune gegründet. Der Kreisky fährt eine liberale Einwanderungspolitik. Grenzen des Wachstums. Der Kreisky bekämpft die Arbeitslosigkeit und den Österreichern, denen hat es gefallen, so nach der ÖVP-Herrschaft. Karl Schranz ist von den Olympischen Winterspielen ausgeschlossen worden. Deutschland um 1500. Am Ende des Mittelalters standen sich zwei Klassen gegenüber. Die zahlenmäßig sehr kleine, aber herrschende Klasse des Klerus und des Adels und die große Masse der unterdrückten Bauern. Ursprünglich gehörte die Erde allen gemeinsam. Jeder Mensch hatte das Recht, Land zu bestellen, zu jagen, zu sammeln, was er und die Seinen zum Überleben brauchten. Doch nun beanspruchten Feudalherren das Land. Die Bauern mussten für die Bewirtschaftung zahlen. Wer nicht zahlen konnte, musste seiner Arbeitskraft den Leib in Zahlung geben. Und den seiner Kinder und Kindeskinder. Wann hat das eigentlich angefangen mit der Vererbung von Grund und Besitz? Und was ist eigentlich das Gottesgnadentum? Das Gottesgnadentum, das kommt von Gott, wie der Name schon sagt. Jeder hat der staatlichen Gewalt Gehorsam zu leisten, denn sie ist von Gott eingesetzt. Wer sich widersetzt, widersetzt sich der Ordnung von Gott? Ganz genau. Das ganze Konzept fußt auf dem Bild des gerechten Königs. Die meisten Könige, die ich aber kenne, sind gar nicht so gerecht. Die Götter haben den König mit einer Heilkraft ausgestattet. Dem sogenannten Königsheil. Der Adel, althochdeutsch edles Geschlecht, lateinisch nobilitas, ist eine sozial exklusive Gruppe Mit gesellschaftlichen Vorrang. Die Herrschaft gründet sich auf Leistung, Abstammung und göttliche Absicht. Ja, ich bin von Gott eingesetzt. Ja. Und ich bin Thomas Münzer. Aha. Und? Was will er? Die Armen tragen die Hauptlast der Gesellschaft. Doch sind sie es, die unwürdig wie Vieh dahin vegetieren. Es ist nicht brüderlich, dass der arme Mann nicht das Recht hat, Wildbret, Geflügel und Fische zu fangen. Der Klerus und der Adel, die haben sich die Äcker, die Wälder und die Wiesen untereinander aufgeteilt. Und wenn der arme Mann etwas bedarf, muss er es fürs doppelte Geld kaufen. Ihr Grundherren, die Leibeigenen, bewirtschaften euer Land und müssen dafür noch zahlen? Was können die Bauern für Missernten? Wie sollen sie die Abgaben leisten? Ihre Kinder verhungern und ihr lebt in Saus und Braus. Sie dürfen nicht wegziehen, sie dürfen nicht heiraten, sie dürfen kein Handwerk erlernen. Und ihr Landesfürsten, ich sage euch eins, Jesus ist in einem Viehstall geboren. Jesus ist auf der Seite der Armen. Und ihr, die euch in Pelzmäntel hüllt und auf seidenen Sitzkissen sitzt, ihr seid Jesus, ein Gräuel! Wir sind an einer Änderung der Zustände nicht interessiert. Nein. Ja, die Kirche ist der schlimmste Sündenpfuhl. Ablasshandel, Korruption. Ihr schröpft die Armen und ihr lehrt ihnen dann auch noch, dass es Gottes Wille ist, dass sie leiden. Aber es ist nicht Gottes Wille, dass sie leiden. Jeder Mensch hat das Recht auf ein menschenwürdiges Dasein. Und das nicht erst im Jenseits. Wir werden eure Klöster auflösen und eure Burgen anzünden und euren Reichtum unter alle verteilen. Das interessiert niemanden. Du interessierst niemanden. Du bist niemand. Ein Christenmensch ist Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ja, danke, Martin Luther. Wir fordern die Gemeinschaft aller Güter. Omnia sunt communia. Ja, danke, Martin Luther. Wir fordern eine Armenspeisung, Räume für Obdachlose, Abschaffung aller Obrigkeit, Abschaffung der Leibeigenschaft.
Bürgerschaft, Abschaffung aller Privilegien und das deutschlandweit. Ich meine, wisst ihr überhaupt, woher das kommt? Privilegien, also das kommt aus dem Lateinischen von privare, das heißt rauben, absondern, trennen. Googelt das einmal, bitte googelt das einmal. Ich bin nicht gekommen, um euch den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja, das ist aber ein Heuballen. Heuballen. Wir 1000 Haufen fechten, wir vereint. Wenn wir einzeln laufen, schlägt uns unser Feind. Lasst euch nicht beschwatzen, dass ihr besser lebt. Sie jagen euch wie Ratzen, wenn ihr Frieden gebt. Drauf und dran, Bauersmann, der Thomas Münzer führt euch an. Drauf und dran, Bauersmann, der Thomas Münzer führt euch an. Drauf und dran, Bauersmann, der Thomas Münzer führt euch an. Drauf und dran, Bauersmann, der Thomas Münzer führt euch an. Und als dann auch Martin Luther in den Kampf gegen die korrupte Kirche einstieg, da wurde die revolutionäre Stimmung allgemein. Die Bauern bildeten bewaffneten Formationen, die sogenannten Bauernhaufen. Eine Stadt nach der anderen wurde erobert, andere Städte schlossen sich den Aufständischen an. Und nach den ersten Erfolgen formulierten die Bauern ihre Forderungen nach einem besseren Leben. Die 12 Artikel von Memmingen. Die 12 Artikel von Memmingen sind die erste Niederschrift von Freiheits- und Menschenrechten in Europa. Sie wurden in einer ungeheuren Ausgabe von 25.000 Exemplaren gedruckt. Einige der Adligen akzeptierten diese Artikel, doch bald stellten sie fest, dass diese Artikel eine Bedrohung ihrer Macht darstellten. Ja, es ging ums System. Protestanten, Katholiken und Adlige schlossen sich dann zusammen, um gemeinsam gegen die Bauern vorzugehen. Ja, diese Artikel sind geradewegs wieder das Evangelium, denn damit nimmt dann jeder seinen Leib, der nun eigen geworden ist, seinem Herrn weg. Diese Artikel wollen alle Menschen gleich machen und aus dem geistlichen Reich Christi ein weltliches Reich. Und das, meine lieben Bauern, das ist unmöglich. Ja, danke, Martin Luther. Trotzdem waren die 12 Artikel von Memmingen ein ganz entscheidender Moment. Denn zum ersten Mal traten die Bauern gemeinschaftlich auf. Hurra! 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 1000 Haufen sind wir jetzt, schleifen unsere Sensen, schmieden sie zu Spießen die in der Sonne glänzen, tragen sie zum Bischofssitz und zum Herrenhaus, denn dort bricht heute Abend an. Und das zittert aus. Hurra! Hurra! Wir lassen rosten unseren Flug und lassen den Acker sein. Wir bringen heuer noch genug und andere ernten ein. Der Wind hat sich gedreht, die Bauernfahne weht. Ihr habt den Sturm gesehen, für euch jetzt wieder mit. Hurra! Hurra! Hey! Sind wir jetzt und haben genug gelitten. Wir fordern jetzt, was uns gehört und müssen nicht mehr bitten. Wir fordern jetzt, was uns gehört und müssen nicht mehr bitten. Hurra! Hurra! Burgen wurden zerstört, Adlige hingerichtet. Und diese vielen grausamen Hinrichtungen lösten bei den Adligen einen Schock, ja, regelrechte Panik aus. Und sie prägten das Bild des mordenden und plündernden Bauern. Bitte. Ja, in meiner Schrift wieder die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern fordere ich den Adel zu unnachsichtiger Härte gegen die Aufständischen auf. Man soll sie zerschmeißen, würgen, stechen, heimlich und öffentlich, wer da kann, wie man einen tollwütigen Hund erschlägt. Außerdem ist der 10. Rechtens die Leibeigenschaft nicht frevelhaft. Die Bauern haben nicht das Recht, der Obrigkeit ein Gesetz zu diktieren. Es gibt nichts Giftigeres und Schädlicheres als einen aufrührerischen Menschen. Danke, Martin Luther. Ich veröffentlichte dies allerdings erst zu einem Zeitpunkt, als die Niederlage der Bauern bereits absehbar war. Ach, macht gar nichts, Martin. Danke dir. Ja, danke Martin Luther. Die Adeligen haben dann den Truchsess von Waldburg-Zeil eingesetzt
um sich die ganze Sache mit den Bauern mal anzugucken und gegen sie vorzugehen. Sie nannten ihn Bauernjörg. Hurra, der Bauernjörg. Hurra. Ja, der Bauernjörg, wie man sieht, war überall gefürchtet. Er schloss Verträge und überzeugte die Menschen, die Waffen niederzulegen. Danach konnte er ein Dorf nach dem anderen überfallen und die Menschen dort niedermetzeln. Während Scheinverhandlungen wurde das Hauptquartier Frankenhausen umzingelt und alle dort getötet. Thomas Münzer wurde ebenso gefangen genommen, gefoltert, enthauptet. Sein Leib wurde aufgespießt und sein Kopf auf einen Pfahl gesteckt. Im Mai zu Frankenhausen, da kam's zur großen Schlacht. Da packte uns das Grausen, wir wurden umgebracht. Sie schossen mit Kanonen, wir schossen mit Gebeten. Da ist das Blut geronnen, da war nichts mehr zu retten. Bei Würzburg wurden innerhalb von wenigen Stunden 8000 Bauern niedergemetzelt. Am Kyffhäuser starben nochmal 5000. Bis heute heißt der Hang die Blutrinne. Das große Strafgericht dauerte jahrelang. Die Folgen Sicherheitsgesetze. Bauern durften Dorfschenken nicht mehr besuchen, sie durften auf keine Dorffeste mehr, ihnen wurden die staatsbürgerlichen Rechte entzogen, sie wurden ohne Gerichtsverhandlungen verurteilt, hingerichtet, ihre Frauen wurden missbraucht, ihre Kinder wurden die Augen ausgestochen. Die Folgen für die deutschen Burgen waren verheerend. Etwa 1000 Burgen wurden zerstört. Die Bauernkriege gelten auch heute noch als die nachhaltigste Zerstörungswelle deutscher Burgen, was für die deutsche Burgenforschung einen großen Verlust darstellt. Die große Zeit der Burgen war jetzt vorbei, man baute nun Schlösser. Die adeligen Schlächter wurden mit Bauernland belohnt. Dem Bauernjörg fielen Ländereien in Oberschwaben zu. Noch heute sind seine Nachfahren die reichsten Grundbesitzer jener Gegend. Insgesamt fielen 130.000 Aufständische. Aber das Ziel war erreicht. In den nächsten 300 Jahren kam es in dieser Gegend zu keinen Aufständen mehr. Wenn sie uns jetzt brechen in der letzten Schlacht, sterben wir an den Schwächen, die wir selbst gemacht. Wir gingen uns beschweren, forderten ein Recht, sahen sie als Herren, sahen uns als Knecht. Statt sie abzuschaffen und ihren ganzen Spuk, schwangen wir die Waffen, doch nicht hart genug. Wenn sie uns enthaupten, sterben wir gewiss, weil wir ihnen glaubten, jeden Kompromiss. 5-mal 1000 Mann gegen Fürst und Kaiser, 5-mal 1000 Mann starben am Kyffhäuser. Bauern, denkt daran. 1973, der Vietnamkrieg wurde beendet, dann war Putsch in Chile. Die Ortstafelkommission. Die Syrer und die Ägypter haben Israel angegriffen. Yom Kippur-Krieg. Infolgedessen Ölkrise. Ja, der Ölpreis stieg auf über $12. Naja, eigentlich gab es da keine Preissteigerungen. Ja, das widersprach ja den sozialdemokratischen Grundsätzen. Kreisky und Androsch haben auf staatliche Intervention gesetzt und dadurch Österreich weitgehend aus der Rezession herausgehalten. Naja, das ging ja über eine Öl-, Energie- und Nahrungskrise weit hinaus. Es war uns allen klar, dass die armen Staaten am meisten darunter leiden werden. Naja, und im Zuge dessen gab es dann auch die Auseinandersetzungen wegen dem AKW St. Pantaleon. Der Geldautomat wurde patentiert. Ja, und 1973 hat dann der Konrad Lorenz den Nobelpreis gekriegt. Ja, 1974, ne? Gut, der Nixon ist zurückgetreten wegen Watergate, der Willy Brandt auch. Der Rabin ist Ministerpräsident in Israel geworden, der Ceausescu in Rumänien. Ja, und der Tito ist Präsident auf Lebenszeit in Jugoslawien geworden. Der Staribacher hat einen autofreien Tag pro Woche eingeführt. Und die Energiefirmen auch. Da musste man sich eine Zeit lang nass rasieren, um Strom zu sparen. 1975 war dann die OPEC-Entführung. Da ist sie schon alles radikalisiert. Und 1976 ist die Ulrike Meinhof erhängt in Stammheim aufgefunden worden.
76, da war die Flugzeugentführung Entebbe. Ja, und der Oetker ist entführt worden. Und dann die Kirche, ungeheuer streng. Ja? Da warst du ja schon von Haus aus voller Sünd. Und da war es ein Riesenaufreger, wenn du als Frau eine Hose anhattest. Ja? Im Juli wurde dann der Schlachthof St. Marx besetzt. Doch blicken wir nach Frankreich. Paris 1716. Und ich bekomme gegen Rückgabe dieses Papiers meine 2 Goldmünzen wieder? Sie erhalten sogar noch wesentlich mehr, Madame. Ja, denn wenn Sie Ihre Banknote zurückbringen und das Münzgeld wurde in der Zwischenzeit abgewertet, dann erhalten Sie dennoch Goldmünzen, die dem heutigen Wert entsprechen. Heißt also, mit dem Wechsel zur Banknote schützen Sie sich vor dieser Abwertung und Sie verhelfen Frankreichs Wirtschaft zu neuer Kraft und Stärke. Ja, die Bank arbeitet mit ihren 2 Louis d'Or, stellt sie der Wirtschaft in Form von Krediten zur Verfügung. Sie lassen Ihre Banknoten zirkulieren als Seinesmünzen und somit vervielfachen wir die Geldmenge, die im Umlauf ist. Ihre 2 Louis d'Or sind jetzt schon das doppelte Wert. Und das kostet mich nichts? Nein, das kostet Sie rein gar nichts. Die Bank, die verdient ja, indem sie ihr Geld nicht einfach nur lagert, sondern es an die Unternehmen weitergibt. Und die Unternehmen, die haben wieder Geld, um Rohstoffe zu kaufen, um Arbeiter einzustellen. Die Arbeiter haben Geld, um Güter zu kaufen. So bringen wir die gesamte Wirtschaft in Schwung. Und müssen jetzt alle Menschen ihre Münzen in Papier umtauschen, um die Steuern zu zahlen? Ja, natürlich. Das ist die Zukunft. Und was ist, wenn plötzlich tausende Menschen gleichzeitig ihre Banknoten wieder zurücktauschen wollen? Na ja, dann nehmen wir die Banknoten einfach wieder zurück und zahlen die Münzen einfach wieder aus. Aber sagen wir mal ehrlich, warum sollten tausende Menschen auf einmal ihre Münzen zurückhaben wollen? Drucker arbeiten bald rund um die Uhr, um die Nachfrage nach dem neuen Geld zu befriedigen. Aber das Beste an dem neuen Geld ist, mit diesem Geld kann man Aktien kaufen. Zum Beispiel Anteile der Mississippi Company, der weltweit größten Warengesellschaft mit Handelsgesellschaft mit Waren aus den Kolonien. Die Aktien sind spottbillig, ja. Der Handel läuft und bald stehen die Leute Schlange. Klerus, Diebe, Adelige, Huren, Bettler. Die Gier nach dem neuen Geld lässt jede soziale Schranke fallen. Und plötzlich steigen die Aktien von 490 auf 3.500 Livre. Und das in 2 Monaten. Wozu noch arbeiten, fragt sich ganz Paris. Kredite sind spottbillig. Und mit diesem Geld kann man Aktien kaufen, solange es auch noch Aktien gibt. Hallo? Ich musste im Auftrag meines Herrn 1000 Aktien für 2.500 Livre verkaufen. Und jetzt habe ich sie für 3.500 weiterverkauft. Ich habe 1 Million. Ich habe 1 Million Livre. Ich bin Millionärin! Immer mehr Menschen hatten immer mehr Geld, waren Millionäre geworden, was die Gesellschaftsordnung auf den Kopf zu stellen drohte. Der Rausch ging so weit, dass 160 Kioske aufgestellt wurden, um die Nachfrage zu befriedigen. Ja, doch sehr bald wurde klar, dass aus den Kolonien keinesfalls die erhoffte Rendite zu erwarten war. Nachdem die 500 Livre Aktie innerhalb eines Monats auf 10.000 Livre gestiegen war, platzte die Spekulationsblase. Der Wert der Aktie sank ebenso rasch wie das Vertrauen in das Papiergeld. Nur durch einen Griff in die Tasche des Regenten konnte das Schlimmste abgefedert werden. Notengeld samt Banken wurde wieder abgeschafft. Man kehrte zum Münzgeld zurück. Nach dem 4-jährigen Rausch folgte nun die totale Ernüchterung. Das Geld war nichts mehr wert. Man brauchte Unmengen davon, um sich das Lebensnotwendigste zu kaufen. Die Folgen? Sparmaßnahmen, ein bitterkalter Winter, Immobilien- und Lebensmittelpreise schießen in die Höhe, Hunger, Obdachlosigkeit, Überlebenskampf in den Straßen von Paris. Doch ein paar wenigen sehr Reichen gelang es, auch aus dieser Krise Profit zu machen. Möchte und möchte an die Macht. Ich mache Techtelmächte, bis ich so weit gebracht. Ich baue Eisenbahnen und glühend fließt mein Stahl. Ich bin dabei zu planen, die Wirtschaft ganz global. Ich habe schöne Schiffe, die fahren übers Meer. Die fürchten keine Riffe und niemals sind sie leer. Ich habe Kolonien, die Menschen und das Land, das aus dem Boden ziehen, was immer ich dort fand.
meine Werke und mache daraus Waren. Profit ist meine Stärke, wenn sie zu Markte fahren. Doch große Transaktionen tun sich nicht richtig lohnen. Herrschen Fürst und Kaiser, verdient man keine Häuser. Darum im Sinn des Handels bedarf es eines Wandels. Im Falle eines Falles manage ich eben alles. Und auf des Fortschritts schwingen, schwing ich mich endlich auf. Das Alte zu bezwingen, ich was Neues kauf. Ich bin der Mächtel und ich verrat euch was. Ich mache Techtelmechtel, der macht mächtig Spaß. Ich bin der Mächtel und ich verrat euch was. Ich mache Techtelmechtel, der macht mächtig Spaß. Paris, 1789. Das französische Königreich ist der mächtigste Staat Europas. Nichts übertrifft den Prunk und die Raffinesse des höfischen Lebens. Doch König Ludwig XVI. Ist bankrott. Die meisten der 350.000 Adeligen leben hier steuerfrei. 30.000 Höflinge müssen ausgehalten werden. Hinzu kommt die Instandhaltung von gigantischen Palästen und Prachtbauten. Skandale empören das Volk, Schlachten gehen verloren, die Finanzen sind zerrüttet. Radikale Denker fordern das Ende des Regimes. Durch die neuesten Erkenntnisse der Naturwissenschaften lassen sich gewisse Dogmen, auf die die Mächtigen ihre Macht stützen, nicht länger aufrechterhalten. Zum Beispiel, dass ihre Welt Gott gewollt ist und deswegen die beste aller Welten sei. Gleichheit, Rot, Freiheit, Weiß, Blau, die Brüderlichkeit, das ist die Trikolore. Was ist die Freiheit? Die Freiheit ist weiß. Freiheit ist nur durch Vernunft möglich, denn sonst folgt der Mensch seinen Trieben wie ein Tier. Der einzige Grund, aus dem heraus Gewalt gegen ein Mitglied der zivilisierten Gesellschaft ausgeübt werden darf, ist die Schädigung eines anderen Mitglieds der Gesellschaft zu verhindern. Ich bin nicht eurer Meinung, aber ich werde dafür kämpfen, dass ihr euch ausdrücken könnt. Oh, danke. Das Schicksal des einfachen Volkes hängt am Brot und dessen Preis. Arbeitslosigkeit und Verarmung führen zum Zorn gegen die Spekulanten, die den Getreidepreis in die Höhe treiben. Überall im Land werden Getreidespeicher geplündert. Ich übergebe an meinen Kollegen François nach Versailles. François? Ja, ich stehe hier vor dem Schloss in Versailles und zum ersten Mal sind Vertreter der 3 Stände zusammengetreten. Klerus, Adel und Bürger. Breaking News, 3 Stände treten zusammen. Der König braucht dringend Geld und nur die Vertreter der Stände können ihm noch dazu verhelfen. Die Bürger wollen mehr Mitspracherecht, doch der Adel ist dagegen. Da macht der Finanzminister den bahnbrechenden Vorschlag, eine Grundsteuer einzuführen, denn Klerus und Adel zahlen überhaupt keine Abgaben. Breaking News, es geht anscheinend um eine Grundsteuer. Doch König Ludwig ist dagegen, meine Damen und Herren. Er entlässt den Finanzminister. Breaking News, König Ludwig entlässt den Finanzminister. Und diese Entscheidung löst hier zur Stunde einen beispiellosen Aufstand aus. Nieder mit dem Brotpreis! 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 Die große Zeit, die da begann in großer Not. Wie ein Elefantenzahn, so teuer war das Brot. Ein Bettler jeder 10. in Paris. Der Brotpreis ist am höchsten, da war die Wut am größten. Da schmeckte Rache süß. Da brechen große Zeiten ein, für den großen und für den kleinen Mann. Der große Mann hat große Interessen, der kleine Mann will etwas zu essen. Auf den Markt ging Marianne mit der Tasche und der Kanne, kann nichts kaufen, kann nur suchen. Denn die hohen Preise können nur die reichen Bürger brennen für das Brot und für den Kuchen. Marianne kann gut kochen, Suppen aus Kanickelknochen, doch auch Knochen gibt's nicht hier. Und sie hat im Ohr die Kleinen, wie sie nachts vor Hunger weinen, und dann plötzlich reicht es ihr. Zu den Waffen! Frauen packt die Pflastersteine, macht den fetten
meine Damen und Herren, ich stehe hier live für Sie vor dem Palais Royal, wo gerade eine Brandrede die Herzen des französischen Volkes entzündet hat. Die Leute gehen auf die Straßen, sie bewaffnen sich, es kommt zu Ausschreitungen. Ja, meine Damen und Herren, hier stehe ich wieder live für Sie. Die Ausschreitungen dauern jetzt schon 4 Tage an und es werden immer mehr Menschen. Marschieren wir zur Bastille! Ja, meine Damen und Herren, hier bin ich wieder live für Sie, direkt vor der Bastille. Es ist der 14. Juli, das verhasste Machtsymbol wird vom Volk gestürmt. Aus der Bastille heraus wird geschossen. Überall liegen Tote. Es ist wirklich ein grauslicher Anblick. Alles wartet auf die Garde. Ah, meine Damen und Herren, und da kommt die Garde. Und das ist ja dabei eine Sensation, meine Damen und Herren. Die Garde läuft zu den Aufständischen über. Das schaut jetzt eher schlecht aus für den Gouverneur der Bastille. Ich übergebe jetzt zu meinem Kollegen Pierre Léchard nach Versailles. Ja, ich stehe jetzt hier seit 3 Monaten vor dem Schloss in Versailles und in den Verhandlungen der 3 Stände gibt es immer noch keine Einigung. Auch am Tag des Aufstands wird bis tief in die Nacht über eine gerechte Verfassung debattiert. Doch der Adel mauert, der Adel mauert, der Adel mauert. Bastille gestürmt, Gouverneur ermordet, das Volk in Waffen verstärkt von der Garde! Nun muss der Adel einlenken. Durch den Aufstand des einfachen Volkes ist eine neue Klasse an die Macht gekommen, die Bourgeoisie. Am 26. August verabschiedet die neue Nationalversammlung die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Sie wird Vorbild für etliche europäische Verfassungen. Von Geburt an sind und bleiben alle Menschen frei und an Rechten einander gleich. 47 Tage. 47 Tage liegen zwischen der selbstherrlichen Entscheidung des Königs, den Finanzminister zu entlassen, Truppen in die Hauptstadt zu entsenden und somit den Willen seines Volkes völlig zu ignorieren, und einem Dokument, in dem genau jenes Volk beschließt, dass es zukünftig seine Regierung selber bilden will. Die radikalsten Republikaner haben den Weg der Verfassung verlassen und über Notstandsmaßnahmen das Regime der Terror errichtet. Feinde werden bekämpft, Dr. Guillotine. Ja, hallo, also meine Maschine ist perfekt, schwupps, der Kopf ist weg, das Blut spritzt, der Mensch ist nicht mehr und es ist die humanste Tötungsmethode überhaupt. Danke. Ja, nein, wirklich, vergessen Sie die Giftspritze. Danke, der unbestechliche Robespierre. Ja, wir wollen den durchsichtigen Menschen schaffen, der nichts zu verbergen hat. Und wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Ja, doch wie man sieht, haben nicht alle an der Revolution Beteiligten dieselben Erwartungen in diese Revolution gesteckt. Als die letzte Schlacht geschlagen war und die Staubwolken sich hoben, sah man deutlich, dass der Bourgeois der wirkliche Gewinner war. Jetzt war er oben. Und als der Feudalismus eingesagt, was den Großhandel sehr freute, sah der Bürger, jetzt bin ich erstarkt, brauch Waren für den freien Markt. Sind sie entlassen, staut sich's in den Lagerhallen.
im Wandel dieser Mühle drehen sich viele, 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 viele. Wenn die Achse steigt im scharfen Wind und man kann daran verdienen, schuftet der Mann, die Frau, das Kind, die Tage 16 Stunden sind und die Proleten werden immer mehr. Es ballt sich eine Masse, man sieht deutlich, dass sich angesammelt hat. Die Arbeiterklasse, viele, 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 Für viele war die Proletenpassion die Initialzündung für ihr politisches Verständnis. Und nach der letzten Aufführung im Schlachthof St. Marx, da hat dann das Publikum einfach das Gelände besetzt. Ja, ich weiß noch genau, wie das damals war. Wir sind am Konzert einfach da geblieben, es war eine unglaubliche Stimmung. Ich war echt froh, dass ich da geblieben bin. Ja, und danach war nichts mehr wie vorher. Wir waren nicht frustriert politisch, im Gegenteil. Man wusste, wenn man was macht, wenn man sich engagiert demonstrieren geht, dass das eine Auswirkung hat da oben, ja? Dass das was bringt, wenn man das macht. Das wusste man. Die Arena-Bewegung, die hat ja die Stadt belebt. Das war eine ganze Generation auf der Suche. Jeden zweiten Tag waren Demos, Institutsbesetzungen, Vorlesungen wurden bestreikt. Am Abend Teach-Ins in den Hörsälen. Da gab es die GRM, das waren die Trotzkisten, dann gab es die KPW, das waren die Maoisten, dann gab es die SOAK, das waren die Linkssozialisten, dann gab es die IKL, das waren die Supertrotzkisten, dann gab es die BFS, das war die Bewegung für Sozialismus. Ja, wenn du damals an die Uni gekommen bist, bist du sofort angesprochen worden. Erst, wo stehst du politisch? Ein Faktor meiner Politisierung war sicher mein Lateinprofessor, der war FPÖ-Abgeordneter, ehemaliger SS-Obersturmbandführer. Ja, mein Klassenvorstand, die war BDM-Führerin gewesen. Ne? Da durften wir nicht einmal Rocky Mountain sagen, weil es ja das schöne deutsche Wort Felsengebirge gibt. England 1867. London ist die rastlose Kapitale des neuen Zeitalters, die modernste Stadt des Planeten. Ein Millionenheer an Fabrikarbeitern ist hier entstanden. Sie verarbeiten die Rohstoffe, die Millionen Sklaven in den Kolonien produzieren. Sie sind Teil eines globalen Netzwerks des Handels und der Industrie. Die erste Untergrundbahn befördert hier täglich Zehntausende Passagiere. 2 Weltausstellungen haben hier stattgefunden. Die Stadt ist liberal in Wirtschaftsfragen, tolerant zu Flüchtlingen und erdrückend teuer. Hier lebt Karl Marx. Ja. Wir stehen am Beginn eines globalen Konflikts. Es gibt 2 Hauptklassen in der Gesellschaft. Einerseits die Bourgeoisie, also die Klasse der Kapitalisten, die Produktionsmittel besitzen, das heißt Grund, Boden, Fabriken, Maschinen, Infrastruktur etc. Die herrschende Klasse, die Klasse der Arbeitgeber, ihre Interessen bestimmen die öffentliche Meinung. Und dann gibt es andererseits das Proletariat, also die Arbeitnehmer. Sie müssen Lohnarbeit verrichten, um ihre Lebensbedürfnisse zu befriedigen. Der Lohn ist genau so bemessen, dass der Lohnarbeiter seine Arbeitskraft reproduzieren kann. Das heißt, er kann sich essen, er kann sich trinken, er kann sich seine Unterkunft, er kann sich vielleicht sogar noch ein bisschen Freizeit leisten, er wird sich aber niemals selber Produktionsmittel kaufen können. Ja. So bleibt er von der Lohnarbeit abhängig. Er ist dazu gezwungen. Kapitalismus ist eine befreiende, eine revolutionäre Kraft. Der Kapitalismus hat größere und kolossalere Produktionsmittel geschaffen als alle Generationen vor ihm zusammen. Und das Schönste am Kapitalismus ist, jeder in der Gesellschaft profitiert von ihm. Der Kapitalismus
hat kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch gelassen als die bare, nackte Zahlung. Im Kapitalismus ist alles zu einer Ware verkommen. Es ist ein Zwangssystem, das niemand wirklich durchschaut, dem aber jeder Unternehmer und jeder Fabrikarbeiter unterworfen ist. Also, was ist der Preis der menschlichen Arbeitskraft? Dampfmaschine, Dampfeisenbahn, Telegrafenmasten, elektrische Zahnbürste, die Hello Kitty. Im Kapitalismus vermehrt sich das Privateigentum einiger weniger durch die Lohnarbeit anderer. Der Kapitalist zahlt nämlich dem Lohnarbeiter nicht den eigentlichen Wert der Waren, die er produziert, nein, er zahlt ihm nur den Wert seiner Arbeitskraft. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, das ist der Mehrwert. Es entsteht Gewinn, dieser Mehrwert. Und dieser Gewinn, der kommt aber nicht dem Arbeiter zugute oder der Gesellschaft, nein. Er kommt einzig und allein dem Kapitalisten zugute. Und der Arbeiter, der identifiziert sich nicht mit den Produkten, die er produziert. Er bejaht sich nicht in seiner Arbeit. Nein, er fühlt sich nicht wohl. Er entwickelt keine Energie. Er verneint sich selber. Er kasteit sich selbst und ruiniert seinen Geist. Politik, die sich in den Dienst des Kapitals stellt, ist unbedingt abzulehnen. Ja, aber ich fühle mich auch nicht immer wohl bei der Arbeit. Und die ganze Verantwortung, die ich habe für die Arbeiterfamilien, die Kinder, die Behinderten, die Omis. Ha? Das Kapital hat einen Horror vor der Abwesenheit von Profit. Ja, aber wie soll ich denn meinen Konkurrenten unterbieten, wenn ich auf dem Markt bleiben will, bei steigenden Ausgaben? Da kann ich doch wieder nur Löhne verkürzen, Arbeitszeiten verlängern, die Arbeitsproduktivität steigern. Und das geht natürlich wieder auf Kosten des Arbeiters. Und wenn der Arbeiter zu wenig Zeit und zu wenig Geld hat, die von ihm selbst produzierten Waren auch zu konsumieren, was gibt's dann? Was gibt's dann? Krise! Kapitalismus ohne Krise gibt es gar nicht. Es ist ja nicht zufällig, sondern zwangsläufig ein System der Ausbeutung. Überall in Europa beginnen sich Arbeiter zu organisieren. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Ich komme euch doch entgegen, ist doch überhaupt kein Problem. Kriegt ihr halt diese Sozialgesetze. Ja, ich sag euch nur eins. In anderen Teilen der Erde kann ich viel billiger produzieren. Ich sag nur mal Asien. Und dann muss ich hier wieder Leute entlassen. Und was gibt's dann? Dann gibt's wieder die Krise. Ne? Sozialgesetze sind schädlich. Sie ermöglichen den Armen, Kinder in die Welt zu setzen. Das Hauptproblem unserer Zeit ist das Problem der Bevölkerung. Der Mensch hat die Tendenz, sich über das zur Verfügung stehende Nahrungsangebot hinaus zu vermehren. Aber die Notwendigkeit dieses strengen Naturgesetzes hält die Natur in den vorgeschriebenen Grenzen. Ja? Im Reich der Pflanzen und Tiere geschieht das durch Krankheit und Tod und beim Menschen durch Not, Hunger und Elend. Ein Mensch, der in einer schon okkupierten Welt geboren wird, wenn die Gesellschaft seine Arbeit nicht nötig hat, ist zu viel auf der Erde. Die Natur gebietet ihm abzutreten. Ja, danke, Robert Malthus. Um eine blutige Umwälzung zu verhindern, müssen wir eine Welt schaffen, jenseits von Ware, Profit, Geld und Ausbeutung. Kern der Idee ist das Gemeineigentum. Wir fordern die Enteignung des privaten Kapitals, um es auf alle Menschen zu verteilen. Kommunismus ist die Idee einer klassenlosen und herrschaftsfreien Gesellschaft von gleich die Utopie einer selbstbestimmten Gesellschaft. Oje, 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 ein Gespenst geht um in Europa, der Kommunismus. Radikal sein heißt, alle Verhältnisse umwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes und erniedrigtes Wesen ist. Der Proletarier hat nichts zu verlieren, außer seine Ketten. Er hat eine Welt zu gewinnen. Ja, dann toi. Für uns ist der Kommunismus kein Zustand, der hergestellt werden soll. Nein, es ist eine Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Und wir werden jede Bewegung zu verhindern wissen. 1870-71 herrscht Krieg zwischen Deutschland und Frankreich. Napoleon III. Und ein Großteil seiner Armee werden vor Sedan vernichtet, geschlagen und gefangen genommen. Die Deutschen stehen vor Paris. An ihrer Spitze General Moltke. Moltke tritt auf.
Da das französische Militär gerade in Deutschland einsitzt, beschließt die bürgerliche Regierung unter Thiers, um die belagerte Stadt zu retten, das Volk von Paris zu bewaffnen. Horch, es rollt ein ferner Donner in den Kreis des Parlaments. Und des Kaisers neue Erben riechen drohendes Verderben. Und mit Beben in der Stimme hält man Rat in Permanenz. Meine Herren, unsere Lage ist verfahren und fatal. Nein, wir haben was im Petto, denn es gibt ja schließlich netto 100.000 Arbeitslose als Menschenmaterial. 100.000 Arbeitslose holt der Mann zum Militär. Kaum verzogen sich die Schwaden, da erblickte man den Schaden. 100.000 Arbeitslose mit Kanone und Gewehr. Das Verbleichen der Regierung war ergreifend und enorm. Huch, das war ein schöner Schrecken, denn man sieht in allen Ecken 100.000 Arbeitslose in der Gardeuniform. 100.000 Arbeitslose, eine ganze Volksarmee, setzten auf die Offiziere und sie wählten dafür ihre. Wenn das Volk merkt, dass es stark ist, meine Herren, dann adieu. Wenn das Volk merkt, dass es stark ist, meine Herren, dann adieu. Die Proletarier von Paris haben begriffen, dass die Stunde geschlagen hat, in denen sie die Leitung ihrer öffentlichen Angelegenheiten in die eigenen Hände nehmen müssen. Sie haben begriffen, dass es ihre absolute Pflicht und ihr höchstes Recht ist, sich selbst zu Herren ihrer eigenen Geschichte zu machen. Dass die Waffen in der Hand des Volkes eine Gefahr darstellen, war bald klar. Deshalb flieht die gesamte Regierung mit ihrem Anhang nach Versailles. Hopp, hopp. Es ziehen die Lemuren mit wütendem Geheul und ihren fetten Huren gar hastig nach Versailles. Mit ihnen ziehen die Ratten, Spitzel und Ganof, die sie gefüttert hatten an den Versailler Hof. Was tanzt für ein Gespensterzug auf der Straße nach Versailles? Paris ist wie schon lange nicht so sauber und so frei. Was hat sie so in Schreck versetzt, so plötzlich über Nacht? Sie sind so sehr zu Recht entsetzt, das Volk ist an der Macht. Die alten Spekulanten, die ganze Unterwelt und auch die Fabrikanten, der Adel und das Geld. Die alten Generäle und ihr korrupter Stab, mit ungeahnter Schnelle setzen sie sich ab. Was tanzt für ein Gespensterzug auf der Straße nach Versailles? Paris ist wie schon lange nicht so sauber und so frei. Was hat sie so in Schreck versetzt, so plötzlich über Nacht? Sie sind so sehr zu Recht entsetzt, das Volk ist an der Macht. Am 25. März erlässt das Zentralkomitee der Nationalgarde den Aufruf zur Kommunewahl.
Kommune. Ein Volk, das nun das Sagen hat, eine neue Qualität von Staat. Das ist die Kommune. Zum ersten Mal in dieser Zeit herrscht das Volk in Wirklichkeit. Das ist die Kommune. Was ist die Kommune? Lehrer, Richter, Kommandant, vom Volk gewählt, vom Volk ernannt. Das ist die Kommune. Und wird vom Volk auch wieder abgewählt, wer das Versprechen ihm nicht hält. Das ist die Kommune. Was ist die Kommune? Dem Arbeiter gehört die Fabrik und was sie herstellt, Stück für Stück. Das ist die Kommune. Ihren Bewohnern, das rufen wir aus, gehört die Stadt und jedes Haus. Das ist die Kommune. Und das im ganzen Sitzungssaal. Kein Advokat, kein General, kein Fabrikant, kein Journalist, kurz kein Mitglied der Herrscher der Klasse ist. Das ist die Kommune. An ihrer Stelle beraten hier ein Schneider, ein Bäcker, ein Grenadier, Buchbinder, Schuster und Koch. Sie kennen sich nicht und sie wissen doch, was sie wollen. Wofür und für wen. Das ist die Kommune. Der Wohnpreis wurde heruntergesetzt und alle leerstehenden Wohnungen umgehend an Bedürftige verteilt. Sämtliche ausländische Zeitungen, die erwartet hatten, Paris würde in Anarchie und Chaos versinken, hatten nichts Negatives zu berichten. Der Staub aus Schulen und Talaren, der wird ab heute weggefegt. Die Lehren unserer Herren waren als Joch aus 1000 Jahren unseren Kindern auferlegt. Unseren Kindern auferlegt. Die Kommune trennt daher die Kirche von der Schule, das Einmaleins vom Heiligen Stuhl. Angesichts der positiven Entwicklung in Paris erkennen selbst die Erzfeinde Deutschland und Frankreich, wie gefährlich die Regierung des Volkes für die Mächtigen Europas ist. Sie verbünden sich gegen die Kommunaden. Ja, Jesus, Jesus, Jesus! Da hast du aber richtig Scheiße gebaut! Franz Sackenmann, hä? Oh, oui, ich habe große Probleme zu Hause. Aha. Alles ist Kommunen. Aha, was? Kommunen? Was ist das? Hört sich scheiße an! Oh ja, ist eine große Scheiße. Große Haufen. Ich brauche dringende Gefangene zurück. Was? Dringende Gefangene, tut's wie zurück. Entschuldigung, kein Problem, Franz Sackenmann! Kriegst du die Gefangenen zurück? Musst du nur Reparationszahlungen leisten, hä? Oh, oui, Reparationszahlung zahle ich später. Überhaupt kein Problem, Franz Sacke! Also, tschüss, Arschloch!
beginnt die gewaltsame Rückeroberung der Stadt. Bei der Verteidigung von Paris spielen die Frauen eine entscheidende Rolle. Doch gegen die militärische Übermacht der Verbündeten Frankreich und Deutschland hatten die Kommunarden keine Chance. Auf dem Friedhof von Père Lachaise wurden die letzten von ihnen niedergemetzelt. Bilanz der blutigen Woche von Paris: 40.000 Tote, 30.000 Gefangene, 40.000 Deportierte. Die Kleinbürger und die Arbeiter, die waren unvorbereitet an die Macht gekommen. Sie hatten noch keine Ahnung gehabt, wie man so eine Regierung überhaupt führen kann. Wir irrten oft, ihr wisst es heut, es sei euch eine Lehre. Wir hatten 30 Tage Zeit und keine Stunde mehr. Wir hatten 30 Tage Zeit und Jahre voll offener Fragen. Wir unterlagen in dem Streit den Fehlern von 30 Tagen. Warum sind wir nicht nach Versailles marschiert? Damals am 18. März. Warum ließen wir die Heuchler frei? Keiner schoss ihnen ins Herz. Warum griffen wir nicht den ersten Gang nach des Bürgers heiliger Krug? Seinen Lebensnerv die französische Bar. Wir irrten oft, ihr wisst es heut, es sei euch eine Lehre. Wir hatten 30 Tage Zeit und keine Stunde mehr. Wir hatten 30 Tage Zeit
und Jahre voll offener Fragen. Wir unterlagen in den Streit, den Fehlern von 30 Tagen. Trotz der Fehler, die die Kommune machte, waren ihre Ansätze richtungsweisend. Sie blieb Sinnbild dafür, dass Selbstverwaltung und kollektive Emanzipation möglich sind. Die Folgen: Sicherheitsgesetze. Europaweit werden Arbeiter, Parteien, Versammlungen, Gewerkschaften, Veröffentlichungen verboten. Sozialistengesetze. Googelst das einmal. Weihnachten 1976. Naja, aus Solidarität mit dem palästinensischen Volk und im Kampf gegen Imperialismus und Kapitalismus haben damals 2 Personen eine Bank überfallen in der Innenstadt. Auf der Flucht wurde geschossen. Ja gut, es gab einen Geldregen in der Kärntner Straße. Ja, und dann hat der Dachsler die Waltraud Bog angefahren, die war damals 21. Gut, ist dann in Haft gekommen und 12 Jahre Kerker. Naja, es gab eine irrsinnig vielfältige, lebendige linke Szene damals. Es wurde viel diskutiert in diesen ganzen Szenebeißeln, die wie Pilze aus dem Boot geschossen sind, im Zuge dieser Arena-Bewegung. Damals haben wir uns ja in total theoretisch komplizierter Art und Weise über die Dinge unterhalten. Also ob Gewalt ja oder nein. Es gab in Wien eine RAF-Sympathisantengruppe, die APG, die Arbeitsgruppe politischer Gefangene. Ist Gewalt überhaupt erlaubt? Gewalt gegen Personen ja oder nein? Gewalt gegen Sachen ja oder nein? Was für Deutschland die Gefangenen in Stammheim waren, das war für uns die Waltraud Bog. Also ich habe bis auf eine Ausnahme nie wen geschlagen, nicht einmal als Kind. Was wir zeigen wollten, ist, dass bewaffnete Auseinandersetzungen durchführbar sind. Dass es möglich ist, Aktionen zu machen, wo wir siegen und nicht wo die andere Seite siegt. Früher 77, Briefe aus Stammheim. Wenn jetzt nicht bald was passiert, dann sind wir auch tot. Ich muss auf die Straße gehen, ich muss Stellung beziehen. Es war wichtig, das wussten alle. Also ab dem Moment war für mich klar, dass die Solidarität mit denen für mich wichtiger ist als das Tabu der Gewalt. Manchmal kann es geschehen, hörst du den Puls der Welt, als blieben die Wolken stehen, wie wenn die Erde ihr dreht und den Atem anhält.
1900 ist Russland das größte Reich der Erde. Zar Nikolaus II. Herrscht über 1/6 der Landfläche und jeden 10. Bewohner der Erde. Doch hinter prunkvollen Fassaden verbirgt sich soziales Elend. Die Landbevölkerung lebt in bitterer Armut, in den Städten ein Millionenheer an Industrieproletariern. Auch hier soziales Elend. Doch Zar Nikolaus II. Denkt gar nicht daran, die Lage seiner Untertanen zu verbessern. Als die inneren Spannungen auf dem Siedepunkt sind, hat er eine geniale Idee. Um eine Revolution zu verhindern, brauchen wir einen kleinen, siegreichen Krieg. Japan böte sich an. Ja, Japan. Das hört sich gut an. Provozieren wir da. Wo sind deine 7 Söhne geblieben? Babuschka, Babuschka, hast du sie heute schon gezählt? Einer, der ist Bauer, blieben arm und verachtet. Der Großbäuer hat ihm sein Land verpachtet. Das bezahlt er mit Arbeit und eigenem Pflug und seiner halben Ernte. Das ist ein Betrug. Einer ist Soldat worden, kämpft für den Zaren, muss in fremde Länder und zur Hölle fahren. Einer ist Matros worden, fährt am Schwarzen Meer. Das ist ihm alles lieber, als wenn er Bauer wäre. Wo sind deine 7 Söhne geblieben? Babuschka, Babuschka, hast du sie heute schon gezählt? Schon gezählt? Hast du sie heute schon gezählt? Einer ging zur Eisenbahn, baut die lange Strecke, hakt sich durch das weite Land, schläft in einer Ecke. Einer ging nach Petersburg, wollte nimmer ackern, gießt jetzt die Kanonenrohr, muss 14 Stunden rackern. Einem passt die Welt nicht mehr, wollte revoltieren, da schickte ihn Zar Nikolaus weit weg zu den 7. Den 7. Sohn, den habe ich versteckt vor all den Frommen, damit sich einer rühren kann, wenn andere Zeiten kommen. Wo sind deine 7 Söhne geblieben? Babuschka, Babuschka, hast du sie heute schon gezählt? Schon gezählt? Hast du sie heute schon gezählt? Jeden Strich schon gezählt? Hast du sie schon gezählt? Hast du sie schon gezählt? Doch die russische Armee wird von der japanischen Militärmaschinerie überrollt. Vernichtete Niederlagen zeigen die Inkompetenz des Zaren. Ganz vorsichtig, junger Freund, ganz vorsichtig. Es kommt zum Generalstreik, der das ganze Land lahmlegt. Nur das Militär kann die Ordnung wiederherstellen. Man könnte eventuell ein paar Zugeständnisse. Oh, man kriegt ja gerade den Eindruck, Sie fürchten, dass eine Revolution kommt. Eure Majestät, die Revolution hat bereits begonnen. Ach, papalapap. Der Zar setzt die Reichsdumme ein. Was zunächst wie ein Schritt zur Demokratisierung aussieht, ist in Wirklichkeit ein gefinkelter Schachzug. Denn der Zar kann die Mitglieder des Scheinparlaments nach Belieben austauschen. Auch enthält die Verfassung einen Paragraphen, die es dem Zaren ermöglicht, sie im Notfall wieder außer Kraft zu setzen. Ja, im Grunde genommen bleibt einfach alles genau so, wie es ist. Uns fehlt eine schlagkräftige Organisation. Unser Ziel ist der Sturz des Zarismus, die Niederwerfung der Bourgeoisie. Nieder mit dem Zaren! 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 Hey! Meine Brüder weit verstreut, mögt ihr auch sein. Denkt daran, die neue Zeit kommt nicht von allein. Im alten Staat regieren die Herren mit ihrem Apparat. Den werden wir zerstören und Liebe ist nicht schad. Hey!
Bauplan taugt uns nicht für den neuen Start. Neues Werkzeug brauchen wir und Pläne für die Tat. Und haben wir Werkzeug nicht dabei, müssen wir es finden. Haben wir keine Kampfpartei, müssen wir sie gründen. Die muss unser Hammer sein, Hobel und Plan. Sonst stiehlt man die Freiheit weg, noch ehe sie begann. Meine Schwestern, sammelt euch, wo immer ihr auch seid. Einig bauen wir jetzt und gleich das Haus der neuen Zeit. Hey! Doch 1914 greift Russland in den Ersten Weltkrieg ein. Die Kommunisten sind die einzige politische europaweite Kraft, die gegen den Ersten Weltkrieg ist. Der Weltkrieg droht. Die herrschenden Klassen wollen euch als Kanonenfutter missbrauchen. Bald haben die Menschen unter fatalen Versorgungsengpässen zu leiden. Soldaten erfrieren massenhaft, es kommt zu Hungerkatastrophen, Streiks, Plünderungen. Die Bevölkerung fordert das Ende des aussichtslosen Krieges. Das interessiert mich nicht, wir machen weiter. Im Februar 1917, da spitzt sich die Lage zu. Es ist der 3. Kriegswinter in der Hauptstadt. 3 Jahre, in denen die russische Armee katastrophale Verluste einstecken muss. 3 Jahre, in denen die Arbeiter bei galoppierender Inflation und Lebensmittelknappheit vor dem Ruin stehen, während Petrograds Adelige Orgien feiern. Wir wollen Brot, sonst schlagen wir euch tot. Wir wollen Brot, sonst schlagen wir euch tot. Wir wollen Brot, sonst schlagen wir euch tot. Der unorganisierte Zug bewegt sich auf die Hauptstadt zu. Am Nachmittag sehen schon über 100.000 Menschen, die über die zugefrorene Neva zum Nevsky-Prospekt marschieren. Die dort platzierten Soldaten sind mit den Menschenmassen überfordert. Erste Triumphe für die Demonstranten! Nieder mit dem Zauber! Nieder mit dem Zauber! Stopp! Wir befehlen, stopp! Die Aufstände, stopp! Zu liquidieren. Stopp! Nieder mit dem Zauber! Nieder mit dem Zauber! Nieder mit dem Zauber! Die ganze Stadt ist lahmgelegt. Zeitungen erscheinen nicht mehr, keine Taxis fahren, Straßenbahnen fahren nicht mehr, die Geschäfte bleiben geschlossen und überall sieht man rote Banner. Aber nicht alle vertrauen der eigenen Stärke. Genossen, lasst es bleiben! Denn so wie die Dinge treiben, verlieren wir ganz entschieden. Macht endlich euren Frieden, Genossen! Ja. Hört auf den Mann, Löscht die Sturmlaternen! Gut. Traut um die Toten! Ja. Und greift nicht nach den Sternen. Schon gar nicht nach den Roten. Ausgerechnet hier, ausgerechnet wir. In Russland gelingt uns das nie. Ausgerechnet hier, ausgerechnet wir. In Russland gelingt uns das nie. Genossen, lasst Deutsche, Franzosen, Engländer zuerst machen Revolution. Wir folgen dann schon. Ausgerechnet hier, ausgerechnet wir. In Russland gelingt uns das nie. Ausgerechnet hier, ausgerechnet wir. In Russland gelingt uns das nie. Doch die Kleingläubigen konnten sich nicht durchsetzen. In Lagerhallen finden improvisierte Wahlen statt. Ein Soldaten- und Arbeiterrat wird gegründet. Der Sowjet! Ja, der Sowjet! Parallel dazu versammelt sich die bürgerliche Duma zur Lagebesprechung. Nach 8 Tagen Ausnahmezustand wird der Zar von allen Seiten zum Rücktritt genötigt. Jetzt hau doch ab, du alte Scheiße, Mann! Schlecht, Pfui! Keiner will dich sehen. Komm, hau ab! Geh jetzt endlich! Du stinkst. Zum Wohle des russischen Volkes treten wir freiwillig zurück. Nach Jahrhunderten der Zarenherrschaft ist das Reich nun endlich in den Händen einer bürgerlichen Regierung. Aber die bürgerliche Übergangsregierung setzt die Forderungen des Proletariats nicht schnell genug durch. Besonders der verhasste Krieg wird nicht beendet.
Dass sie schließlich doch gelungen ist, die Revolution in Russland, liegt an der massenhaften Beteiligung der Arbeiter und Bauern. Hier sei als Beispiel das hübsche Märchen vom Zugführer Jalawa erzählt, der Lenin im Oktober 1917 als Heizer verkleidet über die finnisch-russische Grenze schmuggelte. Von Sonn und Kessel schwarz gebrannt und auch vom scharfen Wind steht Jalawa am Führerstand, wo Dampf und Flammen sind. Sein neuer Heizer ist dabei, der ihm das Feuer nährt. Auf der Lokomotive 293, die heute nach Russland fährt. Ein kleiner Mann von schmalen Bau, der werkt dort an der Brücke. Ruß im Gesicht, sein Haar ist grau, es ist eine Perücke. Jalawa, Jalawa, du Finde, was lachst du so gegen den Wind? Ich lache, weil meine Sinne alle beisammen sind und weil wir weiter kamen und weil der Wind sich dreht und weil mein Heizer von Flammen und Dampfkessel was versteht. Sie dampfen ein in Belostrov, wo Schocks von Offizieren die Züge auf dem Grenzbahnhof penibel kontrollieren. Sie prüfen jegliches Gesicht bei ihrer Inspizierung. Doch sehen sie am Kessel nicht den Staatsfeind der Regierung. Jalawa, Jalawa, du Finde, was lachst du so gegen den Wind? Ich lache, weil meine Sinne alle beisammen sind und weil wir weiter kamen und weil der Wind sich dreht und weil mein Heizer von Flammen und Dampfkessel was versteht. Hey! Da saust die Grenzstation vorbei, die Birken stehen nackt. Und die Lokomotive 293 schnauft im erhöhten Takt. Und Jalawa lacht in den Wind, in den Oktoberregen. Heizer, wenn wir drüben sind, dann wird sich was bewegen. Jalawa, Jalawa, du Finne, was lachst du so gegen den Wind? Ich lache, weil meine Sinne alle beisammen sind und weil uns die Fahrt in den Bahnhof hinter die Grenze führt und Wladimir Ilyich Ulyanov, mein Heizer, die Flammen schürt. Von 6. auf 7. November stürmen Petrograder Arbeiter das Winterpalais, den Sitz der bürgerlichen Übergangsregierung. Das Signal zum Angriff gibt der Panzerkreuzer Aurora. Es donnert ein Schuss von der Weber her. Das Signal der Aurora am Quai. Auf Matrosen und Arbeiter her. Nichts rettet die
stürmen in einem Karree. Keinen Pardon für die Reaktion. Wir haben die Ämter und Bahnhöfe schon. Wir stürmen das Mensch mit dem Hammer, lass dich nicht beirren. Die Matrosen der Baltischen See. Das Volk lässt sich nicht mehr von Volksfeinden führen. Es wird sich ab heute selber regieren. Wir stürmen das Am nächsten Tag wird die Räterepublik ausgerufen. Die ersten Maßnahmen der Bolschewiki, Enteignung der Großgrundbesitzer und ein Angebot der sofortigen Kriegsbeendigung an alle kriegführenden Mächte. Dass dies überhaupt möglich war, ist nur der Tatsache zu verdanken, dass das russische Volk sich eine starke Organisation geschaffen hatte. Die Partei. Es war einmal, erinnert euch, 1000 Aufen im Deutschen Reich. Die wollten etwas ändern, in allen Ländern. Die Herren waren schneller, behoben ihre Fehler. Und mit den Tricks der Alten wollten sie uns wieder spalten. Doch diesmal läuft es andersrum, weil wir zusammenhalten. Die Situation, die kennen wir schon. Was ist dran neu? Die Doch auch die Bolschewiki hatten unter inneren Spannungen zu leiden. Hungerkatastrophen, Gegenrevolutionen, alsbald wurden die Feinde der Revolution radikal bekämpft. Dann stirbt Lenin, Stalin kommt an die Macht, Gulags, 60 Millionen Tote. Es gab diese Erwartungen ja auch 1848 oder 1919, als die Kommunisten überall erstarkt sind. Und da hat man natürlich gesagt, der Sozialismus oder was auch immer kommt jetzt, los, lasst uns das beschleunigen. Und im Nachhinein kann man natürlich leicht sagen, dass das ein Blödsinn war, ja. Wir sind ja in verschiedenste Veranstaltungen reingegangen und haben zu den Leuten gesagt, nehmt Stellung. Das hat bis zu kleineren Kaffeeausschlägereien geführt. Warum ich bereit war, mich der Guerilla anzuschließen? Naja, 1976 ist die Ulrike Meinhof ermordet worden und für mich waren das Morde. Der Staat hat vorgegeben, wer sich solidarisiert mit denen, der wird kriminalisiert und dem haben sich halt alle gebeugt. Du hegst den Verdacht, Kollegen, Genossen, mit denen du Hochschulpolitik machst, sind drauf und dran, eine Riesendummheit zu begehen. Und du kannst nichts dagegen tun. Ja, für mich war das damals eine endgültige Entscheidung, soweit man mit 21 endgültige Entscheidungen treffen kann. Ich war Unterstützer. Das war ja auch nicht unriskant. Also was immer in Betracht kam, war Knast bis hin zu lebenslänglich. Klar, getötet zu werden. Und für mich war eigentlich immer klar, dass ich früher oder später verhaftet werde. Und dann habe ich angefangen, Leuten zu misstrauen, mit denen ich jeden Tag zu tun hatte. Weil das penetrante Kokettieren mit der Illegalität hat natürlich seine Auswirkungen gehabt. Und mir sind diese Veränderungen natürlich auch aufgefallen. Grundsätzlich war die ganze Aktion gar nicht so schlecht geplant. Man wollte das Ganze als rein kriminelle Aktion tarnen, damit man nicht diesen ganzen Antiterrorapparat am Hals hat. Wir haben da auch Neuland betreten. Das hat es vorher ja nie gegeben. Es war einfach ein Learning by Doing. Der Funke fliegt
wackeln rote Fahnen, flammen nun in ganz Europa auf. Räte wählte sich das Volk von Ungarn und Bayern wird zur Räterepublik. Das Volk schöpft Hoffnung und der Funke fliegt. Die Arbeiter von Hamburg und Berlin erheben sich und vor dem Parlament in Wien trennen sie das Weiße aus der rot-weiß-roten Fahne. Der Funke fliegt und Fahnen brennen rot und heizen um den Monopol herein. Die sehen mit Schrecken ihre Macht bedroht. Der Funke fliegt und Fahnen brennen rot und heizen um den Monopol herein. Die sehen mit Schrecken ihre Macht bedroht. Ihr Schutzengel erscheint in zweierlei Gestalt. Da sind zuerst die rosa Spitzenfunktionäre, zurückweichend und paktierend. Ihnen folgt auf gleichem Fuß der Bürger Blutgericht. Der Funke fliegt und Fahnen brennen rot und heizen um den Monopol herein. Die sehen mit Schrecken ihre Macht bedroht. Der Funke fliegt und Fahnen brennen rot und heizen um den Monopol herein. Die sehen mit Schrecken ihre Macht bedroht. Am Ende des Ersten Weltkrieges kommt es auch in Deutschland zu Streiks. In Berlin, in Dresden, im Ruhrgebiet und in anderen Kohlerevieren. Massenaufstände, Arbeiteraufstände, Streiks. Sie fordern wirtschaftliche Reformen und das Ende des Krieges. Die Gewerkschaften zählen in der Zeit in Deutschland 5,2 Millionen Mitglieder. Österreich. November 1918. Die Republik wird ausgerufen. 1919, Wien, erste freie Wahl. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei wird mit 40% stärkste Partei. Es folgt eine Ära des kommunalen Sozialismus, die weltweit Beachtung findet. Das rote Wien. Deutschland! Na, die stärksten Kapitalverbände haben den Ersten Weltkrieg überlebt. Diese aber mit Riesengewinnen. Eine kleine Illustration: der deutsche Industrielle Krupp verkauft vor dem Ersten Weltkrieg seine Lizenz zur Herstellung von Handgranaten an den britischen Waffenkonzern Vickers. Während des ganzen Weltkrieges hindurch muss Vickers, Krupp, für jeden deutschen gefallenen Soldaten 60 Mark Lizenzgebühr zahlen. Ja, Krupp ist dann natürlich am Ersten Weltkrieg um 400 Millionen Goldmark reicher. Die Klein- und Mittelbetriebe waren ruiniert und standen vor dem Aus. 1923 stabilisiert sich die Wirtschaft vorläufig. Österreich. 1924 ist er der 5. erwachsene Österreicher Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Im Zuge der Inflation verelenden auch hier große Teile der Bevölkerung. Zudem heißt latenter Bürgerkrieg, Frontkämpferbewegung und Heimwehr gegen Sozialistischen Schutzbund. Die Ereignisse eskalieren 1927 in Schattendorf. Es kommt zum Justizpalastbrand. Schießbefehl auf die Demonstranten. 1929 brechen dann die Kurse an der New Yorker Börse zusammen. Weltwirtschaftskrise. Die Idee, dass ein... Was? 1929, wirklich, brechen die Kurse an der New Yorker Börse zusammen. Weltwirtschaftskrise. Die Idee, dass ein freier und unreglementierter Markt die beste Form der Wirtschaft sei, ist damit zunächst mal zusammengebrochen. In Deutschland werden Unmengen von Geld gedruckt, die bald nichts mehr
wert sind, die Folgesparmaßnahmen. Das Ganze dauert bis 1933. Die Angst vor dem finanziellen Ruin betrifft das erst der Kleinbürger, Mittelschicht und die vom verloren gegangenen Krieg enttäuschten Militärs. Diese bilden vorerst den Kern der faschistischen Bewegung. Wartezeit. Harte Zeit. Schau, die harten, späteren Standartenführer warten, wie sie starten. Führer wartet auf Kapital im Wartesaal der Vorsehung und spielen Karten. Ja, ja. Um die Masse zu bewegen, muss sich erst die Kasse regen. Ja, ja, das ist eine harte Nuss. Ja, wenn ein Führer warten muss, ja, wann? Beinahe unentbehrliches Programm beisammen, es ist genial. An national hänge ich ihn dann einfach sozialistisch an. Und was ergibt sich dann? Was ergibt sich dann? Na, das erkennen selbst die Blinden. Die Arbeiterorganisationen sind jetzt entbehrlich. Weg damit! Na, seien wir uns ehrlich, dieser Kuh wird sich lohnen. Wartezeit. Wartezeit. Da muss sie ohne Kapital! So sitze ich da im Wartesaal. Ja, ja, und lass ab den Dampf im hoffreien Haus. Und dann stoße ich einen Schrei aus, einen harten und dann schnapp, schnapp, schnapp. Das ist mein Kopf! Leider unterschätzten damals viele die faschistische Gefahr, bis es zu spät war. Und wie wir alle ja wissen, wird Hitler 1933 Reichskanzler. Mein lieber Krupp, wir haben es aufgefangen. Beinahe wär's ja ins Aug gegangen. Gerettet ist noch mal das Kapital. Doch wie verhindern wir ein nächstes Mal? Nur keine Bange, mein lieber Thyssen. Es gibt auch Hitler, wie wir wissen. Der hat seit langem schon gespürt, dass er mal brauchbar für uns wird. Mein lieber Krupp, das höre ich gern. Kümmern wir uns doch um diesen Herrn. Was hat er uns denn noch zu bieten? Außer den Germanenmythen. Zuerst, statt Klassengegensatz, entwickelt er die Rassenhatz. Untermenschen und nicht wir, mein Lieber, stehen dann dem deutschen Arbeiter gegenüber. Mein lieber Krupp, seien wir uns ehrlich. Da wird doch Demokratie entbehrlich. Wozu noch Lohnkampf, rote Fahnen? Sind wir nicht alle Urgermanen? Ja. Dann sind's nicht wir, die unterdrücken, sondern die Juden und die Bolschewiken, gegen die die Deutschen dann kämpfen müssten. Weshalb wir für den Krieg jetzt rüsten. Ach, Krieg, schön. Mein lieber Krupp, Sie sehen, ich lache. Das ist ja wirklich eine Bombensache. Ja. Mein Wahlspruch lautet, jedem das Seine. Ich denke an Polen und an die Ukraine. Naja, also wenn Sie mich fragen, dann kann ich nur Heil Hitler sagen. Ja, Heil Hitler. Los, machen wir die Nazis stark. Zunächst mal mit 3 Millionen Mark. 3 Millionen Mark? 3 Millionen. 3 Millionen Mark. Hitler für 3 Millionen Mark? Ganz genau. Also das ist ein Schnäppchen. Wer A sagt und nicht B sagt, wie sagen wir zu D? Wir sagen, dieser A-Sager, der macht sich sehr bequem. Wer zum Faschismus Nein sagt und Ja zum Kapital, dass der das nur zum Schein sagt, ist das ein klarer Fall. Doch wenn die Herrschaft weibelt von Bank und Monopol, dann wird nicht lang gefeiert.
das ist sehr bequem. Wer zum Faschismus Nein sagt und Ja zum Kapital, dass der das nur zum Schein sagt, ist das Skandal. Februar 1933, Reichstagsbrand in Berlin. Feuerwehr und Polizei nennen als Ursache Brandstiftung. Nein, das waren die Kommunisten. Einen Tag nach dem Brand Die scheiß Kommunisten waren das. wird die Notverordnung zum Schutz... Wirklich. Das waren die Kommunisten. Okay. Gut. Zum Schutz von Volk und Staat verabschiedet. Diese Verordnung ist die Grundlage für ein Regime des permanenten Ausnahmezustands. Na, wegen die Kommunisten, ne? Okay. Bis Mai werden in Preußen über 100.000 politische Gegner, die Mehrzahl Kommunisten, ja, verhaftet, misshandelt oder umgebracht. Bravo, gut, so gut. Allein in Berlin werden über 1.500 Mitglieder der KPD festgenommen, darunter fast die gesamte Reichstagsfraktion. Super. Name? Dimitrov. Georgi Dimitrov. Beruf? Führer der bulgarischen Kommunisten, marxistischer Theoretiker. Bitte. Faschistische Tendenzen sind derzeit fast überall zu finden. Unter den Verhältnissen der überaus tiefen Wirtschaftskrise ist der Faschismus zum breiten Angriff übergegangen. Das Bürgertum sucht immer mehr seine Rettung darin. Sie versuchen, die ganze Last der Krise auf die Schultern der Werktätigen abzuladen. Sie wollen die Probleme der Märkte durch Steigerung der kolonialen Unterdrückung und durch eine Neuaufteilung der Welt auf dem Wege des Krieges lösen. Dazu brauchen sie den Faschismus. Der Sieg des Faschismus zeugt einerseits von der Schwäche des Proletariats, das desorganisiert und paralysiert wurde. Andererseits bringt er die Schwäche des Bürgertums zum Ausdruck, das nicht mehr imstande ist, seine Herrschaft mit den Mitteln der Demokratie aufrechtzuerhalten. Der Faschismus an der Macht ist die offene Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals. Der Machtantritt des Faschismus ist keine einfache Ersetzung einer bürgerlichen Regierung durch eine andere. Man darf sich diesen Machtantritt nicht so simpel und glatt vorstellen. In Wirklichkeit gelangt er zur Macht im Kampf mit den bürgerlichen Parteien. Die Regierungen durchlaufen eine Reihe von Vorbereitungsetappen. Und ein gefährlicher Fehler ist es, diese Maßnahmen zu unterschätzen, die die demokratischen Freiheiten unterdrücken, die die Rechte des Parlaments beschneiden. Wer nicht gegen diese reaktionären Maßnahmen kämpft, ist nicht imstande, den Faschismus zu verhindern. Der Faschismus tritt mit einer raffinierten, antikapitalistischen Demagogie an. Er macht sich den tiefen Hass gegen die Reichen, gegen die Banken und die Trusts zunutze und stellt Losungen auf, die im Moment die verlockendsten sind. Gemeinnutz geht vor Eigennutz, für die Aufteilung der Reichtümer und so weiter. Aber er liefert das Volk den korruptesten Elementen zur Ausplünderung aus. Gleichzeitig tritt er mit der Forderung nach einer ehrlichen, unbestechlichen Regierung auf, spekuliert mit der Enttäuschung der Massen und entrüstet sich scheinheilig gegen Korruption. Er imponiert durch die Heftigkeit seiner Angriffe gegen die alten Parteien. Er passt seine Demagogie den verschiedenen sozialen Schichten an und die Massen, durch Not, Arbeitslosigkeit und Unsicherheit ihrer Existenz zur Verzweiflung getrieben, werden zu Opfern dieser Demagogie. Der Faschismus versprach den Arbeitern einen gerechten Lohn. In Wirklichkeit bringt er ihnen ein noch niedrigeres, ein bettlerhaftes Lebensniveau. Er verwandelt Arbeiter und Arbeitslose in völlig rechtlose Parias der kapitalistischen Gesellschaft. Er zerstört ihre Gewerkschaften, raubt ihnen das Streikrecht, raubt ihre Sozialversicherungsfonds. Der Faschismus versprach den Angestellten, den kleinen Beamten, ihre Existenz zu sichern
die Allmacht der Trusts und die Spekulation des Bankenkapitals zu beseitigen. In Wirklichkeit stürzte er sie in noch größere Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit. Der Faschismus ist der schlimmste Feind aller Arbeiter und Werktätigen. Er ist der Feind von 9/10 des österreichischen Volkes, von 9/10 des deutschen Volkes, von 9/10 aller anderen Völker. Er konnte vor allem deshalb zur Macht kommen, weil die Arbeiterklasse dank der Arbeitsgemeinschaft mit dem Bürgertum gespalten war, politisch und organisatorisch entwaffnet. Die kommunistischen Parteien waren allein nicht stark genug, ohne die Sozialdemokratie die Massen auf die Beine zu bringen. Wenn das österreichische und deutsche Proletariat nicht der sozialdemokratischen Führung Gefolgschaft geleistet hätte, dann würde es jetzt keinen Faschismus geben. Weder in Österreich noch in Deutschland, weder in Italien noch in Ungarn, weder in Polen noch auf dem Balkan. War der Sieg des Faschismus in Deutschland unvermeidlich? Nein. Wir hätten ihn verhindern können. Wir hätten uns bei der allmählichen Liquidierung der demokratischen Freiheiten nicht mit den schönen Resolutionen der Sozialdemokratie zufrieden geben dürfen. Wir hätten durchsetzen müssen, dass alle Sozialleistungen wiederhergestellt werden. Und zwar durch Besteuerung der Banken und der Trusts. Genossinnen und Genossen, in unseren eigenen Reihen hatten wir eine unzulässige Unterschätzung der faschistischen Gefahr bis heute. Eine solche Einstellung, dass Deutschland nicht Italien sei, dass der Sieg des Faschismus in Deutschland ausgeschlossen sei, weil wir hier ein kulturell und industriell hochentwickeltes Land haben, dass in den Ländern der klassischen bürgerlichen Demokratie kein Boden sei für Faschismus. Diese Einstellung verringert die Wachsamkeit und erschwert die Mobilisierung. Kann man den Faschismus überhaupt verhindern? Jawohl, Genossinnen und Genossen, das hängt von uns selbst ab, von allen, vom Zusammenschluss aller Kräfte. Man darf sich vom Faschismus nicht überrumpeln lassen. Man muss ihm auf Schritt und Tritt entgegentreten, wo er sich zeigt. Man darf sich keine Illusionen darüber machen, dass der Faschismus sich von selbst auflöst. Er wird nicht automatisch zusammenbrechen. Nur Aktivität wird helfen. Eine der schwächsten Seiten des faschistischen Kampfes ist es, die faschistische Ideologie mit Geringschätzung zu behandeln. Viele glauben nicht, immer noch nicht, dass eine so reaktionäre Abart des bürgerlichen Denkens, die sich in ihrer Unsinnigkeit häufig bis zum Wahnwitz versteigt, überhaupt fähig ist, Einfluss auf die Massen zu gewinnen. Und das ist ein großer Fehler. Die verzweifelte Lage macht gewisse Schichten für die Ansteckung mit ideologischen Abfällen empfänglich. Diese Rede wurde gehalten 1935. In der ersten Phase des Dritten Reichs gelingt Adolf Hitler mit seinem Wiederaufrüstungsprogramm vorerst die Beendigung der sozialen und wirtschaftlichen Krise. Die Rüstungsausgaben steigen um 2000%. 1939, Kriegsbeginn mit Angriff auf Polen. Die wesentlichsten Tatsachen sind bekannt. Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen. In den verdrängten Jahren fiel Regen so wie heute auch auf Weise und auf Narren. Die Sonne schien wie heute auch und helle Kinderscharen sind Ringelspiel gefahren. Ja,
Leise flossen kalte Schwärzen, wie die Dämmerung in blinde Herzen, außen Nebel und außer Rauch. Und es hat keiner hingeschaut, auf was sich da zusammenbraut, so wie heute auch. In den verdrängten Jahren, in den verdrängten Jahren, viel Regen, so wie heute auch, auf Weise und auf Narren. Die Sonne schien wie heute auch, und helle Kinderscharen sind Ringelspiel gefahren, Polizeihaft in Wien in der Zeit war wirklich Folter. Prügel, Tritt in die Eier, Knebel, das ganze Drum und Dran. Ich habe nichts gesagt, was die nicht eh schon wussten. Und ich habe rausgehalten, wen man halt raushalten musste. Von 1968 aus gesehen haben die Dinge schon so ausgesehen, dass man eine Aktualität der Revolution annehmen konnte. Viele haben das so gesehen, die später Außenminister oder Chefredakteure wurden. Dann hat das große Abhauen begonnen. Die linken Zusammenhänge zerfielen uns unter der Hand. Die Medien hatten auch bei uns Sympathisanten ausfindig gemacht und die Jagdsaison war eröffnet. Um kein Spektakel zu machen wie bei den Prozessen in Deutschland, haben wir uns geeinigt, dass der Richter nur bestimmte Fragen stellt. Es sind zwar 3 von uns verhaftet worden, aber eigentlich war nur ich an der Sache beteiligt. 15 Jahre waren hart, aber vertretbar. Meine 6 Jahre ergeben sich aus dem österreichischen Rechtssystem. Inzwischen lebe ich seit 12 Jahren eigentlich wieder ganz normal. Dass das jemals der Fall sein wird, hätte ich nicht erwartet. Er hat noch gesagt, vor seinem Tod, ohne Kinder, ohne zu sehen, was werden wird, da wird eine Revolution obsolet. Wie ich mich fühle? Schlecht. Ja, es ist ja noch viel schlimmer gekommen, als ich damals angenommen habe, dass es je kommen kann. Dass es so tot, so perspektivenlos, so anspruchslos werden könnte, wie es heute ist. Und dass so widerstandslos soziale Errungenschaften von unserer Generation verspielt werden. Da passt ja wirklich nur das Wort entsetzlich. Und es ist traurig, dass es nicht mehr Leute gibt, die entsetzt sind. Aber er hat einfach den Widerspruch zwischen seinen jugendlichen Idealen und der bürgerlichen Existenz nicht auflösen können. Und dann hat er sich umgebracht. Die Todesart. Ich meine, ein Messer ins Herz gerammt, das ist schon literarisch. Schweiz 1947. Eine Aussichtsterrasse hoch über dem Genfer See. Über die Ostertage wird hier eine Vereinigung gegründet, die den Namen des Ortes trägt. Die Mont Pelerin Society. Ein Zusammenschluss einflussreicher liberaler Denker und Ökonomen. Sie gehen entschieden an die Organisation eines internationalen Netzwerks. Ja, natürlich. Natürlich. Es geht um die Garantie einer Marktfreiheit, um die Garantie einer fairen Konkurrenz mit gleichen Spielregeln für alle. Und es muss der Staat Bedingungen schaffen für eine freie Wirtschaft. Das Funktionieren setzt das voraus. Ja, ich meine, wir brauchen Wirtschaftswachstum. Wenn wir die Idee einer freien Marktwirtschaft nicht aufgeben wollen, dann müssen wir die Macht der Gewerkschaften beschneiden. Ich meine, das muss unsere wichtigste Aufgabe sein, die Macht der Gewerkschaften zu zerstören. Ja, natürlich. Wir werden einen internationalen Kreuzzug führen. Yep. Für die neuen Inhalte steht ein neuer Name. Ich nenne es Neoliberalismus. Es bedarf der mühevollen Überzeugungsarbeit für ein neoliberales Regime. Ein Wandel im Charakter der Menschen, eine psychologische Veränderung. Und das ist ein Prozess, der nicht 1, 2 Jahre dauert. Nein, der möglicherweise 1 bis 2 Generationen dauert. Und deshalb brauchen wir eine neue, eine ökonomische Interpretation des Begriffes Freiheit. Ja, ich meine, Sozialismus war ja ursprünglich auch keine Arbeiterklassenbewegung. Nein, das ist ein Konstrukt. Natürlich. Das ist ein Konstrukt von Theoretikern. Ja, das ist eine Utopie. Wir brauchen auch eine Utopie. Ja. Wir brauchen eine neoliberale Utopie. Weil ich meine, die Masse ist ja eine leicht zu beeinflussende Größe. Wir müssen uns nur ganz genau überlegen, welche Ideen wir in ihre Köpfe verpflanzen. Ja, es bedarf einer bestimmten Moral. Ja. Es bedarf einer Moral, in der man die anderen Kulturen als weniger gut ansieht. Eine Moral, die sich natürlich im Prinzip auf den Erhalt des Lebens beschränkt, aber nicht auf den Erhalt allen Lebens. Es könnte durchaus möglich sein, das eine individuelle Leben zu opfern,
um eine größere, wichtigere Anzahl anderer Leben zu retten. Ja, das ist Evolution, mein Lieber. Und weißt du, da erfinde ich jetzt einfach den Wirtschaftsnobelpreis. Und den verleihe ich gleich mal dir, mein Lieber. Ja, das ist aber nett, aber ich verleihe ihn dir auch. Was? Aber ich dir auch. Ja, aber ich dir auch. Aber ich dir auch. Um die neoliberalen Theorien zu verbreiten, werden Thinktanks gegründet. Man geht an Universitäten und Schulen, publiziert in Fachzeitschriften, veranstaltet Kongresse zu Wirtschaftsthemen. Die Lehrmeinung hat sich durchgesetzt. Die MPS operiert heute mit über 1000 Mitgliedern und ist eine der einflussreichsten Denkfabriken des 20. Jahrhunderts. Europa 2050. Im Kampf Mensch versus Markt sieht es nach einem Etappensieg für die freie Wirtschaft aus. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Welthandel verdreifacht. Nie zuvor war die Menschheit so reich. Die Utopie des gemeinsamen Glücks wäre materiell möglich. Doch unter dem Banner des Neoliberalismus ist ein Geldmachtapparat entstanden. Eine transnationale Klasse von wenigen tausend Individuen, die zusammen über mehr Geld verfügt als die unteren 4/5 der Weltbevölkerung. Die Scheide verläuft also nicht mehr zwischen wissensmächtigen Dienstklassen und unwissenden Arbeitsklassen, sondern zwischen einer superreichen Elite und dem Rest der Welt. Die neoliberale Wirtschaftsordnung bietet dafür keine Lösung. Im Gegenteil. Die neuen Herren sind multinationale Konzerne. Weltweit muss eine vollständige Liberalisierung stattfinden. Alle Güter, alles Kapital und die Dienstleistungsströme in jedem Lebensbereich müssen privatisiert werden. Alles wird dem Prinzip der Profitmaximierung unterworfen. Dabei setzen die Konzerne 2 Massenvernichtungswaffen ein. Den Hunger und die Verschuldung. Vieles deutet darauf hin, dass die Utopie des Vieles deutet darauf hin, dass die Epoche des Kapitals zu Ende geht. Dennoch suggeriert unsere individuelle Befindlichkeit noch immer, diese Produktionsweise wird ewig währen. Auch wenn unsere Intelligenz uns sagt, dass es die unwahrscheinlichste aller Möglichkeiten ist. Es fällt heute noch immer leichter, den Zerfall des Planeten und seiner Natur zu imaginieren, als den Zusammenbruch des Kapitalismus. Da kann auch irgendwas nicht stimmen. Schuldenkrise verunsichert Märkte. Schuldenkrise hält Märkte in Schach. Schuldenkrise schüttelt Märkte. Märkte misstrauen Athen. Märkte hetzen Italien. Märkte zählen Spanien an. Märkte kennen kein Pardon. Märkte bangen um Paris. Märkte trauen Argentinien nicht. Märkte lassen London keine Wahl. Märkte zweifeln am Euroschirm. Märkte machen Freudensprung. Märkte wollen schnell stabile Regierung. Märkte treiben Politik vor sich her. Märkte vertrauen der Politik nicht mehr. Merkel versteht die Märkte nicht. Merkel macht die Märkte irre. Warten auf die Reaktion der Märkte. Grenzen für die Märkte. Krieg gegen die Märkte. Adrenalin für die Märkte. Wie Märkte unter höheren Zinsen leiden. Die Märkte haben nicht immer recht. Die Märkte sind nicht irrational. Die Märkte sind nicht dumm. Die Märkte sind zukunftsblind. Immer diese Märkte. Märkte sollten Urlaub machen. Jedes Gramm Demokratie in diesem Laden haben wir erkämpft und mit Blut bezahlt. Wo aber steht, dass wir uns zu begnügen haben, das ist nicht genug, der Laden ist zu kalt. In jedem 4. Jahr ein Kreuzchen schreiben, das ist nicht der Gipfelpunkt des Volkes Macht. Meine Herren, wir sind nicht so bescheiden, wir wollen mehr und das mit Leidenschaft. Wir wollen mehr Demokratie. Wir wollen mehr Demokratie. Es fragt uns keiner heute nach unserem Willen. Wir stecken ungefragt im Kampfanzug und immer mehr und mehr und mehr erkennen, die Formulierung selbst ist der Betrug. In jedem 4. Jahr ein Kreuzchen schreiben, das ist nicht unsere letzte Schlacht. Meine Damen, wir sind nicht so bescheiden, wir wollen mehr und das mit Leidenschaft. Wir wollen mehr Demokratie. Wir wollen mehr Demokratie. Wir wollen mehr Demokratie.
grüß Gott, ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin der Markt. Und das ist ja jetzt gerade schon ein bisschen über mich geredet worden. Ich möchte jetzt gern selber was sagen. Und zuallererst möchte ich mich bei euch allen entschuldigen. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich den ganzen Planeten zugeschissen habe und dass bald kaum noch einer atmen wird können und die ganzen Hungerkatastrophen mit diesen hässlichen Fliegenkindern und die Wirtschaftsflüchtlinge, die auf der Flucht vor unserer Wirtschaft jetzt im Meer ersaufen und ja, die dauernden Rohstoffkriege und dass sich dieser eine Rohstoffkrieg jetzt wirklich auch zu einem Religionskrieg ausweitet. Da krieg sogar ich wirklich ein bisschen Angst. Ja, kurz gesagt, ich möchte mich entschuldigen dafür, dass der Kapitalismus mehr Tote und mehr Zerstörung angerichtet hat als Hitler und Stalin zusammen. Das tut mir wirklich leid. Ja, und manchmal denke ich mir wirklich, es tut mir mehr leid als euch. Ja, weil ich habe immer gedacht, Wachstum heißt Aussortierung, Wachstum ist das Wichtigste, survival of the fittest, die Natur ist so, Darwin ist so, das produktivste System ist das System des Mangels, immer Alter unter Strom und wer nicht spurt, der wird downgerätet, der Konsument konsumiert und produziert am meisten unter Mangel und Stress und ich habe immer gedacht, da muss man noch mehr rauspressen können aus allen, ja, noch mehr Profit erzeugen für die Allgemeinheit natürlich und ich meine, es hat ja auch niemand protestiert, keiner hat sich beschwert, es gab keine Revolution. Ja gut, empört haben sich in letzter Zeit doch einige lautstark, aber naja, und dann kam 2007 die Krise, Burnout, also ich. Ja, ich hatte einen richtigen Zusammenbruch. Also normalerweise, wenn ich nämlich zusammenbreche, dann wird ja die blutige Reset-Taste gedrückt, dann gibt es nämlich Krieg, aber, also geschichtlich betrachtet, aber irgendwie habe ich das Gefühl heutzutage, also irgendwie verlassen sich dann doch alle auf meine Selbstheilungskräfte und darüber habe ich jetzt wirklich in der Therapie der EZB ganz genau nachgedacht. Ja, weil auch ich habe aus der Geschichte dazugelernt, wie wir alle natürlich, weil unendliches Wachstum in einer endlichen Welt, das geht ja gar nicht, das hat ja der Karl Marx schon gesagt, dieses Zwangssystem des ständigen Wettkampfs, das macht nämlich das Wichtigste kaputt, was ich habe. Und das seid ihr. Ja, ja, euch. Meine Kinder, meine Konsumenten, ja? Weil ihr seid nämlich der einzige Grund für mich, weiter zu wachsen, weiter zu blühen, weiter zu leben. Und ich brauche euch alle. Aber ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Der real existierende Neoliberalismus, der funktioniert nämlich gar nicht. Marx hatte nämlich recht. Das ist genauso wie mit dem Sozialismus. Hat auch nicht funktioniert. Wir Märkte regulieren uns nämlich gar nicht selbst. Wir werden zum Beispiel nämlich von Großkonzernen und Finanzaristokratie regiert. Und daher werde ich jetzt die Spielregeln ändern. Angesichts nämlich von Klimawandel, globaler Ungerechtigkeit, Zerstörung des Planeten, Hungerkatastrophen, da müssen wir handeln. Und von euch Linken kommt nämlich nichts. Deswegen muss ich handeln, weil es sind doch alles Ressourcen, die uns da flöten gehen. Ja? Vom riesigen Markt im globalen Süden ganz zu schweigen, der uns durch die Lappen geht, weil die Leute nämlich dort keine Kaufkraft haben. Warum? Weil wir sie ausbeuten. Wenn aber alle in der dritten Welt auch mal ein iPhone haben, ja, dann geht's wieder ab. Ja? Dann wird die dritte Welt erschlossen, die müssen Kaufkraft entwickeln. Weil zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte haben wir den Punkt erreicht, wo wir es uns leisten können, umzudrehen. Wir können jetzt den ganzen Planeten gänzlich nach unseren Vorstellungen ändern. Genau, ich will doch auch keine Revolution mehr, keine blutigen Bürgerkriege, keine Klasse. Im Gegenteil, wir werden einen noch nie dagewesenen Schritt gehen. Wir werden umverteilen. Ja, dann könnt ihr buhen, solange ihr wollt, weil ich werde umverteilen. Ja, unseren Wohlstand werden wir jetzt nämlich auf alle ausgießen. Lasst uns einen Schulterschluss begehen. Na komm, machen wir einen Schulterschluss gemeinsam. Geben wir den Verhungerten. Das hier ist eine demokratische Übung. Geben wir den verhungernden Kindern, den versklavten Frauen. Ein Kriegs... Wir werden es lebe die Welt AG! Es lebe die Welt AG! Der lange Marsch durch die lange Nacht der Geschichte hat uns stark gemacht. Wir sind auf dem Weg und wir haben im Sinn, unser Ziel zu erreichen. Wir wissen wohin. Der lange Marsch durch die lange Nacht der Geschichte hat uns stark gemacht. Wir sind auf dem Weg und wir haben im Sinn, unser Ziel zu erreichen. Wir wissen wohin. Nichts kann uns dazu zwingen, hab Acht am Fleck zu stehen. Niemand kann uns zwingen,
Fehler zweimal zu begehen. Denn wir lernen im Vorwärtsgehen. Wir lernen im Vorwärtsgehen. Wir lernen im Vorwärtsgehen. Im Gehen. Und überall nimmt Land für Land sein eigenes Geschick in die eigene Hand. Wir sind auf dem Weg und wir sind nicht allein. Jetzt ist die Zeit, da sich Völker befreien. Und überall nimmt Land für Land sein eigenes Geschick in die eigene Hand. Wir sind auf dem Weg und wir sind nicht allein. Jetzt ist die Zeit.